Ja. Auf die Mac-Ding. Wo ist denn der Visagist? Ach schon. Students are hounded on the playground if they have questions about sexuality or gender identity and are bullied by teachers. And unfortunately, we do hear about trans people getting beaten up, who are getting thrown out. So what we are trying to do is get to a point where these young people can be open about these questions and open about who they are with their families and making sure that that is being done safely. Should we stop students from being hounded on the playground for their gender identities? A question to be answered by gender expert Rob on Richtig gut BBC gepasst. Radio. Ja. Hey. Mit welchem Gender identifizierst du dich? Was? Was für Pronomen hast du? Pronomen? Bambusratte und Reisfresser. Das sind meine Pronomen. Das ist so die Lüge des Films, weißt du? Die Mucke ist ja. Ich musste bei der Mucke an Bora denken. Ja. War schon ein bisschen so. Weißt du, Transporter, Kennzeichen WIHN 3961. Boah, da hab ich auch voll oft. Das haben wir nicht am selben Tag gemacht, ne? Doch. Nee, weißt du warum? Das ist auch so geil. Am Anfang sehe ich ja voll kaputt aus. Das war der Tag, wo ich die Nacht nicht gepennt habe. Ja, Mann. Ne? Wo du auch eine Stunde zu spät gekommen bist. Und hier sehe ich voll fresh aus. Hast du gerade gesehen? In der links. Im Tunnel, ne? Ja. Stimmt. Weißt du? Oder hier müssten eigentlich beide komplett tot sein. Weil wir haben ja gar nicht geschlafen. Aber hier siehst du noch ganz okay aus. Meine ich ja. Ja, eben. Das ist Weil wir ja so, ne? Genau. Ja, hier, Bart und so, okay. Diese Szene war so, ey. Mann, ohne Paul wäre das echt nix, Alter. Ohne Scheiß. Nein, Spaß, aber. Guck, wie ihr da steht und euch nur anguckt. Das war so. Geil. Ich kann mir das länger nicht mehr angucken. Wie oft haben wir die gedreht? Boah, schon einiges Mal. Guten Tag. Ja. Good day to you. Ja. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich hab eine Lieferung hier. Scheiße. Ach so. Ja, der Transporter. Da sind Sie aber ein bisschen spät dran, ne? Das ist mal, 2 weil ich müde bin, Stunden? Oder ist das eigentlich so lustig jetzt? 18 Minuten. Wo sollen die Sachen hin? Eins nach dem anderen, ne? So Blick einfach. Da müsste ich zuallererst mal Ihren Zugangscode sehen. Das weiß Ohne ich den ja. geht ja bekanntlich Ja, nichts. boah. Ne? Das ist schon krass. Weißt du, wie hart das war, einfach so starr zu bleiben auch da? Nicht, ja. Ja, guck mal. Ja, das sieht leider aus wie ein regulärer Zugangscode für die regulären Öffnungszeiten bis 16 Uhr. Dann gib mir den neuen Code. Ja, da müssen Sie schon mal selber bei der Zentrale anrufen. Ja, Mann. Ich habe ja auch mal irgendwann Feierabend. Die Zentrale erreichen Sie übrigens unter der Woche von 8 bis 16 Uhr. Haben
Diese So ein Montag. richtiger Beamter einfach. Oh, Mann. Der musste das nicht mal spielen, wahrscheinlich. Der hat so Spaß dran. Alter. Wo ist eigentlich Ihre Maske? Ihre Maske? Warum tragen Sie keine Maske? Ist das nicht Ihre Vorschrift bei Ihnen? Damit bringen Sie meinen Kollegen und mich in Lebensgefahr. Das ist Ihnen doch klar, oder nicht? Okay, wo ist jetzt Ihre Maske? Ich brauche keine Maske, das hat medizinische Gründe. Was? Und jetzt gehen Sie bitte 1,50 Meter zurück. Das ist ja der Mindestabstand. Und jetzt drehen Sie sich 3-mal im Kreis. Lang lebe der Gesundheitsminister. Moment, warten Sie mal. Der Kollege, der kann ja nicht hier jetzt, und Sie müssten eigentlich im Auto. Es gibt ja hier Regeln. Ja, geil. Boah, ja, Mann. Das fanden die Briten, das fanden die Briten zu krass. Zu krass. Heftig. Wir waren ja mit Paul auch an dem Abend auf der Verleihung. Stimmt. Und dann habe ich mir alle Filme angeguckt. Krass, ey. Aber da ist gut geworden. Fand ich schon cool, muss ich ehrlich sagen. Also auch wie ich props mich selber jetzt gespielt habe. Ja, das ist halt, weil die Rolle, ich habe verstanden, was das für eine Rolle ist und ich hatte Bock drauf. Und ich denke, das sind so 2 Komponenten, die einfach dazugehören müssen, um eine Rolle gut zu spielen. So, weißt du? Also, wenn du nicht verstehst, wer du bist, egal wie gut du spielst, du kannst. Das wird nicht funktionieren. So, weißt du? Warte, ich brauche noch 1 Minute, ja? Ich muss mich geistig sammeln. Also für mich war die Rolle so neu, weil ich hatte immer nur Schlägerei-Szenen oder halt, ne? Und da musste ja nicht viel schauspielern oder halt nicht sprechen und so, ne? Genau. Und jetzt zum ersten Mal war das ja so auch nicht nur Text merken und ne, einfach runterreden, sondern das war ja auch so, man musste ja, also auch wie du redest war ja wichtig. Und auch wie du auch, ne, zum Beispiel so, wann du zum Beispiel aus dem Fenster guckst oder mit was für einem Timing ich mich zu dir drehe, ne, und dann den Text sagen und sowas. Ne. Also für mich war es eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber beim Rehearsal, ja genau, also beim Rehearsal haben wir auch versucht, also habe ich zumindest versucht, so zum Beispiel so mich hineinzuversetzen, wie ich persönlich reagieren würde, wenn ich in so einer Situation wäre. Ne? Also so, dann hätte ich einen Kollegen, den ich anweisen muss und der hat einfach keine Ahnung von dem Plan. Und wenn einer so zu viel neugierige Fragen stellt, wie du den so ein bisschen zurückhältst. Ne? Also, das Gute war auch halt, wir haben uns ja nicht exakt 100%ig auf den Text gehalten. Ne? Du weißt ja selber, wir haben ja ein bisschen so abgeändert, so dass es so ein bisschen vom Fluss her passt. So, ne? Deshalb, ja, das hat natürlich die Arbeit natürlich auch wieder ein bisschen vereinfacht, dass wir ein bisschen so freier sprechen konnten. Und ich glaube auch dadurch wirkte das, glaube ich, auch, ja, ich würde sagen, so authentischer. Ne? Also auch, wie man so reden würde. Also nicht so ab. Nach ein paar Mal hast du dich automatisch festgelegt. Dann. Genau. Ja. Ja, das hat der Regisseur dann erlaubt. Aber wie du da im Auto standst, der Paul am Fenster. Ja. Und dann so, guckt euch erstmal so nur an. Und dann das Fenster so. Das war leider lustig mit dem Blöp. Ja, das war die schwierigste Szene eigentlich. Boah, Highlight. Ey, ich musste mich ja zusammenreißen, dass ich nicht lache oder so oder irgendeine Reaktion zeige. Ich musste ja wirklich stur nach vorne schauen, so komplett stoisch bleiben. Ja, Mann, du musstest echt so. Ja, komplett starr bleiben. Stunden. Ja. Ja, ich hab ja nicht mal einmal rübergeschaut. Ich muss einfach. Du musst dich nicht mal bewegen. Ja. Das hat der Regisseur dich geschlagen. Ja, Mann. Wie oft der gesagt hat, ey. Hast du Glück gehabt. Ja. Ich weiß noch, da hat er mich einmal, hat er sogar gesagt, so, ja, dein Auge hat kurz nach links oder rechts geguckt. Das hat man gesehen und so. Ich muss erst das gerade gucken. So. Auch nicht blinzeln oder so. Am besten auch nicht atmen so.
Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich habe eine Lieferung hier. Achso, ja, der Transport. Zum ersten Mal lacht er. So, Dieser Timing, wie ihr redet, das ist. Diese Totenstille zwischen den Sätzen. Ja, ich weiß. Ich hab's angefangen da, weil du gesagt hast, beim zweiten Cut, was wir vorher gedreht haben, weil ich am Kopf bewegt habe. Wenn ich jetzt nicht bewege, wäre komisch. Hattest du beim letzten Kopf bewegt? Ich hatte es gar nicht gesehen. Doch, weil du meintest, es soll ein bisschen Ja, Musik aber machen. das sieht man gar nicht. Jetzt sieht so aus, als würdest du jetzt Kopf bewegen, vorher nicht. Echt? Ja. Deshalb mach ich jetzt So. ein bisschen reduzierter. Du kannst ein bisschen Kopf bewegen am Ja. Ende, Okay. aber nur ganz bisschen. Okay, warte. Ja, sorry. Ich muss jetzt den ganzen Dialog durchspielen wieder. Jetzt. Ja. Oh, ich darf nicht lachen, das ist alles hart, Alter. Alles gut, du machst gut. Ja, das stimmt. Stimmt, ne? Zu viel Blinzen gab es auch mal. Ne? Japaner blinzeln doch nicht, oder? Sieht man gar nicht, dachte ich, oder? man sieht- Ich dachte so alles 16 hast zu du nicht 9. geblinzt? Nee, eigentlich. Hast du geblitzt? Ich habe 100.000 Mal geblinzelt, aber hat, Echt? Das hat man echt nicht gesehen. weil, kennst du ja so. So schnell, oder? Ja, guck mal, wir haben Schlitzaugen. Siehst nichts. Zack. Nein, ihr habt schon größer. Also bei den Chinesen würde ich vielleicht denken, nicht, aber Ach, man kann Unterschied. Alle sehen gleich aus. nein, Spaß. Das kannst du drinnen lassen. Als Rassist gelte ich das. Ja. Die nicht jugendfreie. Was hat er gesagt? Wenn Chinesen blinzeln, sieht man das nicht, weil die so kleine Augen haben? So. Weißt du, was ich meine? So. Das hat er nicht gesagt. Ne? So. Soll ich dir Video zeigen? Nein, hat er nicht. Jetzt zeig mal, gib mal Beweise, dass man es nicht sieht. Das ist fake, das Video ist fake. Das ist gar nicht seine Stimme. Ich kenne den Typ. Ja. Ja, Scheiße. Ich laufe weiter. Also, indem sie das Verweigern der FFP2-Maske tragen. Nochmal, machst da rein. Alles gut. Das Problem ist, ich kann ihn auch nicht lange ernst angucken. Ja, ich denke, wir drehen noch was dieses Jahr, ne? Wir müssen noch ein paar Kurzfilme gewinnen. Ein paar Kurzfilmpreise abstauben, Entschuldigung. Mein Deutsch ist heute. Bis jetzt haben wir mit jedem Kurzfilm einen Preis gewonnen, ne? Stimmt. Ja. Nur so am Rande, das wollte ich gar nicht erwähnen. Das einfach nur so. Ist mir einfach rausgeflogen. Das einfach nur so. Also eigentlich könnt ihr gewichten oder nicht, das bleibt an euch. Auf jeden Fall. Ja, ich denke, wir drehen noch was, ne? Und dieses Jahr, ne? Ja, ein paar Projekte stehen noch an. Und ja, bei dir. Und bei dir, Massa? Ja, also bei mir, ja. Ich habe ja dieses Jahr noch ein Filmprojekt am Laufen, ist schon am Laufen, genau. Und wir haben halt ja jeweils noch eine Endkampfszene und einen Dialogteil noch drin. Was ich sagen kann schon mal, ja, ich muss auf Japanisch reden, das wird lustig. Und Du kannst aber Japanisch, ne? hier hoffe ich. Lesen und schreiben auch? Ja, das geht alles. Hoffe ich. Nein. Ja, ansonsten Wir haben coole Fotos vor. warten wir auf Paul Rosetskus neue Projekt und auf unseren Einsatz, so, dass er uns wieder fördert und fordert. Genau. Kennst du diese Endpose?